Пощупаешь живот, и остро печень отдаст, как бы пробитая гвоздем. А за окном июльский теплый вечер и девушка босая под дождем. Meine Version A. Du hältst den Bauch, die kranke Leber sticht, als bohrt ein Nagel sich dagegen. Und draußen warmes Juli-Abendlicht und barfuß geht ein Mädchen durch den Regen. Und die Version B. Du tastest deinen Bauch ab, wo die Leber sich sofort meldet, brüllend wie am Spieß. Ein warmer Juliabend, draußen siehst du dieses Mädchen barfüßig im Regen. Vielleicht braucht es auch gar nicht die endgültige Fassung, sondern der Weg dahin ist Ziel genug. Ich komme aus dem Schwarzwald, bin auf dem Dorf geboren und aufgewachsen. Mein Vater ist Orgelbauer, Handwerker. Meine Mutter hat als Lehrerin gearbeitet, aber seit wir Kinder dann geboren waren, war sie nicht mehr im Beruf. Und ich bin mit 3 Schwestern aufgewachsen. Ich kenne das, unter Frauen zu sein, und habe das im Studium dann wieder gehabt, und im Beruf habe ich es immer noch und fühle mich aber auch damit ganz wohl. Ein Bruder meines Vaters, Hans Hermann, war literarischer Übersetzer aus dem amerikanischen Englisch. Der Hansel, so hieß er immer in der Familie, hat erzählt, dass er immer die Sorge hat, irgendwelche Shakespeare-Zitate zu übersehen. Was ich mitbekommen habe, ist, es ist ein toller Beruf, es ist ein einsamer Beruf, man hat immer die Fristen im Rücken, wird am Ende nicht fertig und es ist schlecht bezahlt. Und trotzdem lohnt es sich, in diesen Beruf zu gehen. Ich bin dann 1996 das erste Mal in Belarus gewesen, oder Weißrussland haben wir damals noch gesagt, in einem Sommercamp, so ein Camp mit Jugendlichen aus Deutschland, aus Belarus, und habe dort das erste Mal mit Russisch zu tun gehabt. Belarusisch ist da überhaupt nicht aufgetaucht. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich unbewusst, aber immer nach Nischen oder nach den eher kleineren Gelegenheiten gesucht, und mir war klar, dass ich nicht nach Moskau will. Minsk war dann, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Ich habe dort in einem Heim für behinderte Erwachsene gearbeitet. Ich glaube, der Umgang mit den Menschen dort, der war für mich das Einfachste. Die haben das einem auch sehr einfach gemacht, dort anzukommen und sich willkommen und gebraucht zu fühlen. Wir waren sehr dankbar, dass da jemand war, der nicht zum eigentlichen Personal gehört und nicht für Tabletten und Putzen und Spritzen zuständig ist, sondern einfach da ist. Ich glaube, der Kulturschock drumherum war der größere. Da hatte ich mehr mit zu tun, vom Dorf in so eine doch Millionenstadt zu kommen, fremde Sprache zu haben, andere Realität, die sich unterscheidet von der Lebenswirklichkeit, aus der ich kam. Für mich ist es nach wie vor eine sehr positive Zeit, diese Ende der 90er dort, obwohl das für die Menschen im Land eine schwierige Zeit war, auf jeden Fall. Wir haben dort Inflation massiv miterlebt, die Defizitzeiten mitbekommen, wo dann Lebensmittel rationiert waren oder vieles nicht verfügbar war. Und das ist so im Rückblick auch ein bisschen seltsam, sich klarzumachen, dass es für mich selber eine Zeit eigentlich einer sehr großen Freiheit und vieler Möglichkeiten war, und für die Menschen dort aber eher im Gegenteil. Kino, DDT, Aquarium, Chaif, Nautilus, was man so gehört hat und was man gut mit Gitarre spielen kann, weil es nicht so kompliziert ist. Nicht so schnell, einfache Vokabeln, die immer wieder vorkommen, kurze Sätze. Am Anfang tatsächlich Kassetten, die wir gehört haben und dann versucht haben, Texte rauszuschreiben und das einfach rauszuhören, was da gesungen wird. Не спеши ты нас хорониться, у нас еще здесь дела. У нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить.
Mit dem Belarussischen hatten wir kaum Berührungen. Es gibt 2 Amtssprachen, aber das Belarussische ist kaum präsent. Im Ohr sowieso nicht. Man hört das in der Metro, sind die Ansagen auf Belarussisch, das auf irgendwelchen Straßenschildern. Aber ansonsten im öffentlichen Raum ist die Sprache kaum präsent. Es gab ein paar Menschen, die konsequent Belarussisch gesprochen haben, auch damals schon, und die das auch uns gegenüber so gehalten haben, was wir damals schwierig fanden und gedacht haben, jetzt wir kommen hierher, können noch nicht mal Russisch, jetzt seid doch nicht so, nehmt es nicht so eng, sprecht doch mit uns wenigstens Russisch. Was ich mir im Nachhinein natürlich auch anders anschaue, aber damals war da eher Unverständnis auf Seite der deutschen Freiwilligen. Also ich kann mich erinnern an eine Erzieherin dort in dem Behindertenheim. Sie hat konsequent Belarussisch gesprochen. Und ansonsten gab es auch Leute, die dann bei den Вечеринки aufgetaucht sind, die irgendwie angedockt haben an diese freiwilligen Kreise, die es ja dort schon seit mehreren freiwilligen Generationen gab. Und das waren dann Leute, die aus der Oppositionsbewegung eigentlich kamen, was sich mir auch erst so im Nachhinein erschlossen hat, was die mitbringen. Aber ja, das waren Leute, Akademiker, die sich abgrenzen wollten von diesem Lukaschenka-Regime und die Sprache da als ein Mittel hatten. Das war, glaube ich, das erste Buch, was ich tatsächlich komplett geschafft habe in der Fremdsprache und habe dann für mich angefangen, da eine deutsche Version auszuprobieren und habe das dann auch durchgehalten, wirklich den ganzen Text nach und nach handschriftlich zu übersetzen. Ich hatte das Gefühl, das funktioniert oder ich habe Spaß dran an dieser Puzzelei und habe mich auch erinnert zu Schulzeiten, was mich da gestört hat am Übersetzen. Also da war Übersetzen eher so angelegt, dass die Struktur auch wieder erkennbar sein musste im deutschen Text, egal ob sich das Deutsche jetzt unterscheidet vom Englischen oder Französischen, sondern man musste das abbilden, was da ist. Das habe ich schon zu Schulzeiten gehasst, diese Art zu übersetzen. Irgendwie bin ich an ihre Adresse gekommen und habe mich getraut, ihr auch zu schreiben. Und sie hat tatsächlich geantwortet, zurückgeschrieben und gesagt, dass keine Hochschule der Welt einen willigen und fähigen Menschen davon abhalten kann, Übersetzer zu werden, wenn er das will. Und hat dann noch gesagt, dass Sonja Geier auch in Leipzig anfängt, dieses Übersetzerstudium zu machen und hat uns da in Kontakt gebracht. Und wir haben dann tatsächlich auch zusammen in der WG gewohnt, die ersten Jahre in Leipzig. Und mit der Sonja Geier hatte ich dann viel zu tun. Wir haben zusammen studiert und Svetlana Geier kam öfter mal zu Besuch. Und wenn sie in Leipzig war, dann war sie auch zu Gast bei uns in der WG. In dieser Minsk-Zeit auf jeden Fall passiert oder da hat sich das geformt, dass ich wusste, ich will übersetzen und mit dem Russischen was anstellen und habe gedacht, ich muss mir das eben irgendwie selber zusammen basteln. Das Slawistikstudium wäre mir zu breit, glaube ich, gewesen und habe mich deswegen dann für das Übersetzerstudium entschieden, das Fachübersetzerstudium, und versucht mir den anderen Anteil, der mir noch wichtig war, so dazu zu holen. Mit den eigenen Kindern sind dann auch die Kinderbücher irgendwie auf mich zugekommen oder haben sich Verlage gemeldet und wollten Übersetzungen haben. Zunächst aus dem Polnischen habe ich mehrere Kinderbücher übersetzt, oft keine literarischen Texte, sondern Sachbücher an Kinder und Jugendliche gerichtet. Ich glaube, die Verlage tun sich leichter mit illustrierten Sachbüchern. Był sobie pan Maluszkiewicz, najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem wieloryba. Pan Maluszkiewicz był tyciuśki jak ziarnko kawy, a oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciał wieloryba, bo wieloryb jest przeogromny, największy w świecie chyba. Es geht um diesen kleinen Mann, Herrn Maluszkiewicz, kleinsten Menschen der Welt wahrscheinlich, der alles schon gesehen hat und alles weiß, nur eben noch keinen Walfisch gesehen hat. Toller Text, klassischer Text eigentlich der polnischen Kinderliteratur.
An dem habe ich mich auch mal versucht, aber auch nicht den kompletten Text geschafft. Das ist so ein Beispiel, wo die Sprache einem auch was schenken kann. Im Polnischen funktioniert das ganz gut mit den Namen. Man hat einmal den Maluszkiewicz, wo schon das Kleine drinsteckt im Namen. Und als Gegenpart dazu den Wieloryb. Wielo ist auch das Große drin, was im Deutschen nicht so richtig funktioniert. Aber dann sieht man hier auch schön in den Illustrationen, wie er sich sein Boot schnitzt und baut. Und weil er so klein ist, baut er sich das Boot aus einer Nussschale. Im Deutschen gibt es die Walnussschale und plötzlich hat man in der Walnuss den Wal wieder mit im Text. Und das ist so ist es eben manchmal beim Übersetzen. Da kann man sich dann nur freuen und damit arbeiten, wenn einem sowas angeboten wird. Wie der Titel schon sagt, russische Geschichte anhand einer Altbauwohnung erzählt, wie die sich verändert durch das 20. Jahrhundert hindurch, welche Personen dort leben, die erzählen wichtigen Daten dieses Jahrhunderts entlang, was gerade bei ihnen los ist, und darüber kann man sich die Geschichte des Landes dann ganz gut erschließen. Da kommt alles drin vor. Und das war übersetzerisch ganz spannend, dieses Buch. Das ist nicht nur toll illustriert mit vielen Faksimiles und Zeitungsausschnitten, Theaterkarten und allen möglichen Dingen, die wirklich aus dieser Zeit kommen, sondern es hat viele verschiedene Textsorten, die da miteinander kombiniert und kollagiert werden. Man hat Sprechblasen drin. Es gibt Lieder und Gedichte. Für mich und Lorenz Hoffmann, mit dem ich das Buch zusammen übersetzt habe, war das so der größte Reiz, zu schauen, wie sprechen die unterschiedlichen Figuren mit ihren ganz unterschiedlichen Hintergründen in den verschiedenen Zeiten. Und das wird in den Originaltexten deutlich und sollte auch in der Übersetzung dann rauskommen. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, das tatsächlich zu zweit zu machen, diese Übersetzung. Was fängt man an mit diesen Zeitungsartikeln, die ja einerseits Bild sind und wo so ein Ausschnitt aus der Pravda zum Beispiel einerseits dieses Bild eben transportiert und andererseits auch Text enthalten ist, der irgendwie vermittelt werden muss. Da war zuerst die Überlegung beim Verlag, das einfach zu überschreiben mit der Übersetzung, und wir haben uns sehr dafür stark gemacht, die Originaltexte drin zu belassen und die Übersetzung eher als Information dann mit in den Anhang zu nehmen. Und das ist dann tatsächlich auch so gelöst worden. Es gab einen Anhang, es gibt ein Glossar, wo einige Begriffe erklärt werden, die im Text vorkommen und eben für das deutsche jugendliche Publikum, an das sich das Buch richtet, nicht selbsterklärend sind. Immer die Frage, wie spricht dann so jemand auf Deutsch 1927 mit diesem Hintergrund. Es gibt ja diese Realität nicht, deswegen kann es auch diese Sprache so nicht geben, und dann ist eben der Versuch, dem irgendwie nahe zu kommen. Petja Simonov, 23. Mai 1927. Ein Theater heute. Ich laufe in die Küche, was zu futtern suchen, und Mama beim Wäschewaschen schimpft gleich los. Was streust du hier rum? Mach lieber mit Tonja Hausaufgaben. Kaum setze ich mich hin, kommen Olja Petuchowa und Marussia Muromtseva mit dem Grammophon an. Auf, jetzt wird Tango getanzt. Da steckt sogar die alte Schuiskaya den Kopf aus ihrer Rumpelkammer. Was soll der Lärm? Bei der Petuchowa versteht man es, sie ist eine echte Nöpp-Frau, aber Marussia, Sonja Gordon hat es ihnen ordentlich gegeben. Die Frau muss sich emanzipieren. Wenn das jetzt übersetzt wird und so ein Buch in Deutschland landet, dann ändert sich natürlich der Kontext und der Rahmen, und es ist die Frage, für wen ist so ein Buch überhaupt gedacht. Und uns hat es sehr gefreut, dass das Buch auch hier gelandet ist, dass es viel Interesse gab, dass es die Nominierung gab für den Jugendliteraturpreis, also dieses Buch auch da nochmal eine Würdigung bekommen hat. Ich glaube, es gibt auch in der deutschen Geschichte noch genügend Themen, über die es sich lohnen würde zu sprechen. Also ich versuche den deutschen Lesern möglichst viel auch zuzumuten oder zuzutrauen an Fremdheit, die sie verkraften können sollten, dass sie sich bewusst machen, sie lesen eine Übersetzung und das ist kein originär deutscher Text. Als Übersetzer kann man Anmerkungen schreiben, viele Verlage lassen das mit sich machen oder sind dankbar dafür. Mit Wohland und Quist, für die ich einiges übersetzt habe, haben wir auch noch was entwickelt, was sich Fußnoten nennt, in Anführungszeichen, wo man in einer Art Blog darlegen kann,
was noch hinter dem Text ist und was sich für den deutschen Leser vielleicht nicht erschließt. Da kann man Bilder einbinden, da kann man Töne einbinden und das ist so eine Krücke, die ich ganz hilfreich finde. Ich muss das sowieso mir erschließen bei der Übersetzung. Deswegen finde ich das einen ganz schönen Ansatz, entweder diese Fußnotenidee, die wir da entwickelt haben, oder die Arbeitsjournale, die Toledo aufgelegt hat, was auch Andreas Tretner ja maßgeblich mit initiiert hat, diese Idee, die Werkstatt zu öffnen und zu zeigen, was eigentlich alles hinter den Texten noch ist. Ich hatte das Glück, dass es in Leipzig an der Slawistik die Frau Schäfer gab, eine Dozentin, die sich auch innerhalb dieser Ostslawistik für das Belarussische interessiert hat und da Seminare zugehalten hat und auch Einblick hatte und tatsächlich was zu sagen hatte. Ich habe dann weiter geforscht, geschaut, was schreiben eigentlich die Zeitgenossen. Und so bin ich dann bei meinen ersten Autoren gelandet, die belarussisch schreiben. Algierd Bacharewitsch war dann ein wichtiger Name für mich, ein Autor, über den ich immer wieder gestolpert bin, den ich durch Lektüre erst kennengelernt habe und dann auch getroffen habe, der dann auch mehrere Jahre in Deutschland im Exil gelebt hat. Mit seinen Texten habe ich mich zunächst befasst und bin dann darüber auch bei anderen Autoren gelandet und hatte das Glück, dass hier in Leipzig zur Buchmesse von 2012 bis 2014 ein Schwerpunkt Polen, Ukraine, Belarus stattfand, den Martin Pollack kuratiert hat und der mich auch gebeten hat, das Belarussische irgendwie damit zu betreuen. Und einer der Autoren, die ich für diese Messeveranstaltungen oder für eine Zeitschrift auch übersetzt hatte, war Viktor Martinowitsch, der damals noch ein russischsprachiger Autor war. Ich habe Auszüge aus Paranoia übersetzt, seinem Debütroman, und aus diesen Auszügen ist dann auch tatsächlich mehr geworden. Bei Martinowitsch ist vielleicht ganz interessant, dass er eben auf Russisch angefangen hat, Paranoia zu schreiben und seitdem noch viele weitere Romane vorgelegt hat, aber öfter die Sprache wechselt. Also er hat Mowa zum Beispiel auf Belarussisch geschrieben, das ich dann auch übersetzt habe, und weitere Titel dann wieder auf Russisch. In Paranoia, da kommt viel dieser Geheimdienstsprache vor, Geheimdienst-Kaderwelsch, wie Thomas Reschke das mal genannt hat. Gogol und Füchsin sind die beiden Namen, die die Geheimdienstler den beiden Protagonisten verpasst haben. Und so tauchen sie dann immer in den Protokollen auf. Inventarverzeichnis der Haushaltsabfälle, verursacht durch die im unter Observierung stehenden Objekt Mietwohnung Serafimowitsch-Straße, Haus 16, Wohnung 7 befindlichen Personen. Die Abfälle wurden beim gemeinsamen Verlassen des Objekts durch die observierten Personen Füchsin und Gogol am 7. Oktober entsorgt. Zur Verkapselung der Abfälle wurde ein nicht transparenter Standard-Zugbandsack mit erhöhtem Füllvolumen und gelbfarbigem Zellulose-Zugband verwendet. Die Einbringung des Abfalls in den Abfallbehälter erfolgte durch den Gogol, während Füchsin ihren Pkw Lexus startete und ausparkte. Das Buch heißt Paranoia und das vermittelt sich auch ziemlich stark beim Lesen, weil man eben immer durch die Brille der Geheimdienstleute eigentlich auf dieses Paar schaut und mehr weiß, als sie wissen, ja, was sehr Beklemmendes hat. Es gibt an mehreren Stellen diese Sprache der beiden Liebenden, ihre intime Sprache, die sich dann aber auch weiterentwickelt, wo sie schon mutmaßen, dass sie abgehört werden. Und ich umarme dich jetzt so, siehst du, hier klinke ich die Hände zusammen, so kriegt dich niemand mehr von mir weg. Du bist in Sicherheit, du bist meine Beute, ein fetter Lachs in den Klauen des bösen Grizzlybären. Lieber Grizzlybär als Kitzlybär. Oder Kratzlybär? Nicht, hör auf, wie sieht das denn aus? Banderlock. Banderlock, Wanderstock, selber alter Banderlock, Banderlock, geiler Bock, bandert untern Rock. Ich reiß dir den Schwanz aus, du Trampelbär. Menschenweibchen, lass los, was du da gerade ausreißen willst. Das ist das wichtigste Organ bei uns Bären. Jetzt lass gut sein. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen mit diesem Titel, weil vieles auch aufgegriffen wird, was man hier so klischeemäßig mit Belarus in Verbindung gebracht hat. Diesen Geheimdienststaat, diese Überwachung, die letzte Diktatur Europas, die sowieso das Klischee ist, was man hierzulande im Kopf hat, wenn man an Belarus denkt. Das Russische ist bei mir natürlich die Sprache, die am tiefsten verankert ist. Trotzdem übersetze ich ganz gerne aus dem Belarussischen, auch weil ich weiß, dass es nicht so viele Menschen gibt, die das
übernehmen können. Das ist wieder so eine Nische, die ich mir, ja, ich weiß nicht, ob ich sie mir gesucht habe oder ob ich dort gelandet bin. Aber ich sehe das schon auch als eine Verpflichtung zu schauen, was wird dort geschrieben, was gibt es dort an lohnenden Texten. Das ist ganz spannend beim Belarussischen, dass da viel in Bewegung ist nach wie vor. Also es gibt unterschiedliche Orthographien, die konkurrieren oder die man beide verwenden kann, die man natürlich auch schön als Mittel einsetzen kann in literarischen Texten. Es gibt sogar die verschiedenen Alphabete. Es gibt ein lateinisches, belarussisches Alphabet, was wenige Autoren oder Zeitschriften verwenden, aber was existiert, was man auch nutzbar machen kann. Und es gibt die Unterschiede zwischen dem klassischen Belarussisch der 20er Jahre und dem heutigen, was in Minsk gesprochen wird. Es gibt im Land Belarussisch und Russisch als Amtssprachen, die offiziell gleichgestellt sind. De facto sieht das anders aus. Und es gibt dann noch die Mischsprache, ähnlich wie den Surjik im Ukrainischen gibt es die Trasjanka im Belarussischen, die ja irgendwo dazwischen ist, Anteile aus beiden Sprachen hat, eigentlich eher dem Mündlichen vorbehalten ist, aber auch gerne in literarischen Texten verwendet wird und auch eine starke Möglichkeit ist zu markieren und eine große Herausforderung für Übersetzungen ins Deutsche. Für mich hat der Schock eigentlich schon ein bisschen vorher begonnen. Also ich bin seit dem Sommer 2020 mit den Ereignissen in Belarus zugange. Ich habe damit zu tun, insofern als ich ja, viele der Autoren aus Belarus kenne und jetzt auch mitverfolgen kann, wie wenige nur noch im Land sind, wie viele inzwischen in Polen, in Litauen, in Deutschland, in England, anderswo gelandet sind. Und jetzt auch nochmal mitbekomme, was es für die Leute bedeutet, jetzt auch von vielen Ukrainern abgelehnt zu werden als Kriegspartei, als Teil des Lukaschenko-Regimes, als dass sie sich nie gefühlt haben und gegen das sie schon lange arbeiten und schreiben und alles Mögliche unternommen haben. Das ist gerade besonders schmerzlich für viele der Menschen dort. Ganz praktisch habe ich jetzt mit den Folgen des Kriegs insofern zu tun, als es einige Leute hier in der Nachbarschaft gibt, die Geflüchtete aufgenommen haben, wo es oft sprachlich schwierig ist, sich zu verständigen. Solche Dinge kann ich übernehmen und sind, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit, irgendwie wirksam zu werden, wenn man sonst schon so relativ ohnmächtig vor diesem ganzen Geschehen steht.